Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video dreht es sich voll und ganz rund um die Datenrettung. Datenrettung kann mal schnell ein Thema sein, immer dann, wenn man aus Versehen Daten gelöscht hat oder vielleicht in der Kamera ganz aus Versehen die Speicherkarte formatiert hat. Dann ist es wichtig, dass man ein Tool hat, um diese scheinbar gelöschten Daten noch zu retten. Eine Anwendung, die uns dabei helfen kann, ist von Minitool die Power Data Recovery. Wir werden uns einfach mal diese Software anschauen und schauen, wie uns diese Software bei der Wiederherstellung von gelöschten Daten helfen kann. Datenrettung kann natürlich immer nur Plan B sein, denn Plan A sollte lauten, regelmäßige Datensicherung zu machen. Dass es auch Möglichkeiten gibt, mit relativ kleinem Geldbeutel hier schon effektive Datensicherung durchzuführen, das möchte ich euch im zweiten Teil von unserem heutigen Video zeigen. Seid gespannt, es ist ein ganz interessantes Thema. Gleich nach dem Intro starten wir sofort. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich würde jetzt gleich mal auf die Seite von Minitool gehen und dann schauen wir uns doch gleich mal die Software an. Minitool hat natürlich eine ganze Reihe an Tools hier im Portfolio, aber das, was wir uns heute anschauen wollen, ist eben die Data Recovery Software. Die gibt es für Windows und für Mac. Wir schauen uns das heute ganz mal unter Windows an und die wird auch regelmäßig aktualisiert. Aktuell für Windows 7 bis Windows 11 verfügbar und unterstützt, und wir sehen hier schon, dass es da fast monatlich mit ein paar kleinen Abständen dazwischen Updates gibt. Das Ganze deckt die klassischen Fälle ab, auch das, was ich schon im Intro gesagt habe, aus Versehen gelöschte Dateien oder sie wurden formatiert oder die Partition kann nicht mehr gescheit gelesen werden vom Betriebssystem. Für alle solche Zwecke kann die Data Recovery Software uns helfen. Ja, ich habe den Installer von der Software schon mal runtergeladen. Den startet man einfach ganz normal mit Doppelklick und mit einem Klick auf Jetzt installieren. An der Stelle weist er Ihnen nochmal ganz wichtig darauf hin, eben niemals die Software auf dem Gerät installieren, wo wir die Datenrettung machen wollen, weil dadurch würden wir unter Umständen wichtige Daten, die wir wiederherstellen wollen, überschreiben. Der Download geht relativ flott hier. Es ist wirklich innerhalb von ein paar Sekunden installiert, das Programm. Wenn die Installation fertig ist, leitet er uns hier noch auf die Welcome-Page, wo wir hier nochmal auch für Laien recht schön verständlich Schritt für Schritt sehen, wie ich das Tool nutze. Gerät auswählen, Dateien scannen lassen und danach wiederherstellen. Relativ einfach das Ganze. Ich starte jetzt auch die Software direkt. Ja, und nach wenigen Sekunden haben wir hier schon die lauffähige Wiederherstellungssoftware. Den Hinweis da, den klicke ich jetzt mal weg. Er weist mich jetzt hier auf Registrierungsprobleme hin, aber das ist jetzt nicht Teil von unserem heutigen Video. Als nächstes gebe ich noch den Lizenzschlüssel ein, damit ich auch wirklich die Vollversion Funktionen nutzen kann. So, Registrierungsschlüssel ist drin und dann steht uns jetzt einer erfolgreichen Nutzung nichts mehr im Wege. Da nochmal Check, ja, sie ist aktiv und wir können starten. Ja, in unserem ersten Fall habe ich hier eine kleine Speicherkarte, die hat nur 2 GB, relativ viel Platz drauf, noch frei. Die habe ich früher mal in einem Smartphone im Einsatz gehabt. Jetzt sind nur ein paar kleine Hörbuchdateien drauf und wir schauen uns jetzt mal an, was wir hier aus dem ehemaligen Speicherplatz, der für Smartphone verwendet worden ist, noch wiederherstellen können. Ich mache das jetzt wirklich bloß mal hier ganz kurz. Wir sehen, das läuft jetzt hier wirklich bloß ein paar Sekunden. Ich tue das Ganze hier gleich mal unterbrechen und wir sehen, innerhalb von wenigen Sekunden haben wir hier schon über 1000 Dateien gefunden. Wenn wir jetzt mal schauen,
was wir hier haben. Also wie gesagt, momentan sind die Hörbücher drauf. Und unter die verlorenen Dateien sehen wir jetzt alles, was jetzt in den wenigen Sekunden schon wiederherstellen konnte. Wir sehen hier zum Beispiel Kameradateien. Wenn wir jetzt da drauf gehen, schlägt er uns hier schon was vor. Videodateien, PDFs, MPEG-Filme und Videoclips. Wir schauen, was wir hier noch an gelöschten Dateien drauf haben. Sehen wir auch noch Bilder, die hier drauf waren, und das geht relativ flott. Wir sehen hier teilweise sogar noch die Bezeichnung von den Dateien. Das ist nicht immer der Fall. Wenn die Dateizuordnungstabelle beschädigt worden ist, dann vergibt er einfach fortlaufende Dateinamen. Jetzt hier schauen, zum Beispiel wiederhergestellt. Nein, ich möchte jetzt hier nicht den Previewer anschauen. Ich sage jetzt einfach, dass ich zum Beispiel dieses PDF hier wiederherstellen möchte. Ich markiere dann hier das Häkchen, sage speichern. Er fragt mich, wo ich es hinspeichern möchte. Ich nehme jetzt einfach da das Zählaufwerk. Ja, mit einem Klick hier können wir uns die Datei anzeigen lassen. Ich gehe da drauf, PDF, und hier ist unsere wiederhergestellte PDF-Datei. Und wir haben sie aus dem ehemaligen Löschzustand wieder herstellen können. Also das ist wirklich relativ easy, das Ganze. Ja, was ja in dem Minitools-Programm auch richtig klasse ist, dass wir hier auch Wiederherstellung nicht nur von Wechseldatenträgern machen können, sondern auch von spezifischen Speicherorten. Ich kann zum Beispiel hier den Papierkorb scannen, dass ich sage, alle Dateien, die ja mal im Papierkorb waren, sollen durchsucht werden. Wir sehen hier gleich innerhalb von wirklich kürzester Zeit verschiedenste Dateien, die hier im Papierkorb mal gelegen sind. Genauso kann ich das Ganze auch machen, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier einen speziellen Ordner und ich sage, da lagen mal Daten drin, dann versucht das Programm auch in dem Ordner die Daten wiederherzustellen. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal beispielsweise in den Benutzerordner, sage hier unter Documents, der ist zwar in meinem Fall leer, aber ich könnte ihn jetzt theoretisch wirklich mal versuchen lassen, hier was herzustellen. Er sucht gleich los und wir sehen auch hier findet er Daten, die mal im entsprechenden Ordner gelegen sind. Genau, da sehen wir auch die Vorschau. Ich spaß mir jetzt hier an der Stelle, das komplett durchlaufen zu lassen, weil ich möchte euch hier einfach einen Überblick geben, was die Software alles kann. Ich gehe zurück. Nein, ich möchte den Scan-Status nicht speichern. Und dritte Möglichkeit zum Beispiel auch am Desktop zum Scannen. Ähnlich wie wenn ich den Ordner bereits wähle. Ich breche auch das mal ab. Ja, das ging relativ einfach, wie das die Software gemacht hat. Doch natürlich kann die Software nicht zaubern. Die Software arbeitet nach einem ganz bestimmten Schema. Und zwar, jede Datei hat ganz am Anfang einen bestimmten Start. Daran kann auch eine Datenwiederherstellungssoftware erkennen, dass es sich zum Beispiel hier im Nachfolgenden dieser Bytes um eine Bilddatei handelt. Die Datenwiederherstellungssoftware geht jetzt über den kompletten Datenträger und scannt den über den kompletten Bereich und schaut, wo sie bestimmte Magic Bytes von verschiedenen Dateitypen findet. Immer dann listet sie uns das dann in der Trefferliste und sagt, hier war zumindest ein Teil von dieser Datei vorzufinden. Ob das Ganze dann erfolgreich ist, steht und fällt natürlich mit dem, ob in der Zwischenzeit zwischen Löschung und Rettung in diesen Datenbereich geschrieben worden ist. Deswegen habt ihr auch gesehen, in der Software warnt uns die Software davor, dass wir möglichst nichts mehr natürlich speichern, weil mit jedem Speichervorgang, und sei es nur dadurch, dass zum Beispiel Windows läuft, werden permanent Logdaten geschrieben, kann es natürlich ganz leicht sein, dass hier Daten überschrieben werden, die wir dann natürlich nicht mehr retten können. Wir sehen das dann teilweise bei Bilddateien, sieht man es ganz gut. Man hat oben noch ein Stück vom Bild zum Sehen, aber unten wird dann grau abgeschnitten. Das sieht man dann, dass auch hier die Datei beschädigt worden ist. Bei Textdokumenten ist es dann ähnlich. Man hat dann vielleicht noch einen Teilbereich lesbar und ein Teil ist dann entweder kryptisch oder gar nicht mehr da. Deswegen großer Hinweis, sobald irgendwas gelöscht ist, am besten
ausschalten, Speicherkarte rausnehmen und nicht mehr damit arbeiten. Dann habt ihr wirklich die besten Möglichkeiten, die Daten wieder herzustellen. Ja, das erste Beispiel hatte ich ja mit einer kleinen SD-Karte hier gemacht und im zweiten Beispiel werden wir uns das Ganze nochmal anschauen mit so einem USB-Stick. Der USB-Stick hat eine kleine Geschichte hinter sich, weil den USB-Stick habe ich in Dänemark am Strand gefunden und dazu werde ich auch nochmal ein Video machen, weil es ist ganz interessant, was wir hier für Daten auf diesem verlorenen Stick finden und was uns der über den Besitzer und die Herkunft von dem Stick sagt. Das wiederum, wie gesagt, in einem separaten Video, aber wir schauen uns auch mal an, wie leicht wir hier von so einem Stick scheinbar gelöschte Daten wiederherstellen können. Genau, was wir jetzt hier noch als zweites Beispiel eben haben, ist der besagte USB-Stick. Den hat es hier auch schon eingebunden und ich starte hier einfach auch wieder den Scan-Vorgang, indem ich auf Scannen drücke und wir sehen, wie er hier anfängt zu durchsuchen. Natürlich ist das Stick jetzt etwas größer, der hat mehrere Gigabyte an Speicher und wir sehen jetzt hier, wie er anfängt, die Dateien Stück für Stück auf dem Stick aus dem noch freien Bereich, also da wo auch die ehemaligen Dateien lagen, zu erkennen und in Form von dem Baum jetzt hier zu indizieren. Wir sehen, dass er schon anfängt, hier den Baum aufzubauen und wir lassen ihm jetzt einfach mal hier ein bisschen Zeit und warten einfach mal ab, bis das Ganze durchgelaufen ist. Ja, jetzt ist durch. Er hat den kompletten Stick durchgescannt und wir schauen uns mal an, was er hier gefunden hat. So in RAW-Dateien kann man wirklich sehen, er hat hier eine riesen Menge an Dateien gefunden. Wir haben Office-Dokumente, wartet mal, ich mache euch das mal ein bisschen breiter. Word-Dokumente, Excel-Dokumente von verschiedenen Jahrgängen, also auch die älteren Office-Dateitypen, Windows-Media-Dateien, Filme in verschiedenen Formaten, Movie, MP4, Audiodateien, Videoclips, PDFs und was für unser Beispiel hier interessant ist, JPEG Camera Files, also Fotos, und da werden wir jetzt hier einfach ein Bild mal random hier aussuchen, was wir wieder herstellen wollen. Ich suche mir jetzt einfach mal ein Bild aus, was jetzt hier auch unter Datenschutzgesichtspunkten kein großes Problem darstellt. Ich habe mich jetzt hier für dieses Bild entschieden und ich sage dann, wenn ich das ausgewählt habe, speichern. Ich tue es wieder auf C direkt speichern und schon hat es mir dieses Bild wiederhergestellt. Wir gehen jetzt in den Ordner und ich tue das Ding doppelklicken und wir sehen, wir haben hier dieses Bild hier von diesem süßen Hund auf dem gefundenen USB-Stick wiederhergestellt. Ja, das ging wirklich einfach und das kann ich eben hier mit allen Dateien, entweder einzeln für ausgesuchte Dateien, zum Beispiel kann ich jetzt hier mit einem Klick auf den Haken sämtliche Fotos auf einen Schlag auswählen und diese dann mit einem Schlag alle wiederherstellen. Ich kann jetzt das natürlich auch machen, indem ich hier den kompletten Stick markiere und dann legt es mir in einem kompletten Ordner alle Dateien, die es in irgendeiner Art und Weise wiederherstellen konnte, an. Ja, ich habe es euch ja gesagt, Datenrettung kann immer nur Plan B sein. Der Plan A sollte natürlich lauten, regelmäßige Datensicherung machen. Doch was gibt es hier für Möglichkeiten? Ich selber habe schon öfters mal gesagt, kauft euch einfach so eine kleine externe Festplatte. Das mag zwar jetzt relativ dumm und einfach klingen, aber so eine kleine, simple externe Festplatte kann auch bei Schadsoftwarebefall nützlich sein, denn alle, die jetzt sagen, ja, wieso soll ich mir jetzt hier eine externe Platte dranhängen, das ist doch total manuell, ich habe doch hier meine Netzwerkspeicher, also NAS im Einsatz, da ist das doch viel simpler und da ziehe ich rüber, Datensicherung oder wird automatisch gemacht. Ja, das stimme ich euch zu, aber ein NAS ist keine richtige Datensicherung, denn
Wenn ihr beispielsweise Probleme mit Malware oder Verschlüsselungstrojanern habt und dieses NAS, was ja im Regelbetrieb permanent bei euch eingebunden ist, wird es dazu führen, dass der Verschlüsselungstrojaner nicht nur eure lokale Festplatte auf eurem PC verschlüsselt, sondern alle existierenden und verbundenen Netzwerkspeicher verschlüsselt. Das heißt, ihr verlasst euch drauf, da liegt ja meine Datensicherung, aber sobald euer PC verschlüsselt ist, werdet ihr feststellen, dass auch euer Netzwerkspeicher verschlüsselt ist. Deswegen lieber einmal so eine Festplatte kaufen, anstecken, alle wichtigen Daten drauf kopieren und dann abziehen, Kabel raus und rein damit in den Schrank. Zeitraum kann man sich natürlich individuell setzen, ob man jetzt das Ganze einmal im Monat, einmal im halben Jahr oder ich sage jetzt mal auch einmal im Jahr macht. Ja, welcher Zeitraum euch da am liebsten ist, ihr könnt euch gerne Erinnerungen im Kalender einstellen oder wie auch immer, aber ihr habt zumindest einen sicheren Anker, wo ihr wisst, ab dem Zeitpunkt habe ich alle Daten noch da. Lieber fehlen mir hier Daten von 3-4 Monaten, aber nicht vielleicht die kompletten Erinnerungen, die auf dem NAS abgelegt waren und wo ich gedacht habe, ja, die liegen ja da wirklich sicher drauf. Deswegen wirklich eine Offline-Datensicherung ist kostengünstig und effektiv in allen Szenarien, die man sich vorstellen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, Glocke aktivieren und Kanal abonnieren nicht vergessen. Dann bekommt ihr auch immer wieder Erinnerung, wenn ich neue Videos zum Themen der IT-Security hochlade. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch noch einen Link zu den Minitools, wo ihr euch die Data Recovery Software herunterladen könnt. Ich hoffe, dass ihr natürlich Datenrettung nie wirklich in der Praxis brauchen werdet, aber wenn, dann könnt ihr wirklich hier auf Power Data Recovery setzen. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's es gut. Ciao.